Herzlich willkommen im neuen Wunderland Bistro. Am letzten Donnerstag, kurz vor Ostern, haben wir dieses neue Bistro eröffnet und sind dann mit dem Osterwochenende in die Feuertaufe gegangen. Und es ist richtig, richtig gut geworden. Vielleicht als kurzen Rückblick. Wir haben Ende Oktober nach den Herbstferien angefangen, alles hier in der Mitte des Wunderlandes rauszureißen und hatten den großen Wunsch, die liebevollen Geschichten von oben hier auch ins Bistro und in die Gastronomie zu bringen. Heißt, die kleinen Welten des Wunderlandes auch hier in ein gastronomisches Gesamterlebnis zu bringen. Da vorne hat man jetzt Frankreich und Italien, dann hat man verschiedene Waggons von den USA bis Argentinien, von Skandinavien bis in der Schweiz, wo man landestypisch essen kann. Und wir haben es geschafft, es zu eröffnen. Es läuft, aber wer das Wunderland kennt, weiß, dass es eigentlich nicht auf die ersten 90, sondern die letzten 10% ankommt. Das ist unser Perfektionismus, das ist unser Anspruch. Und da haben wir noch richtig viele Ideen. Und daher treffe ich mich jetzt gleich mit Talke, um genau von Ecke zu Ecke, von Meter zu Meter zu gehen, um zu schauen, wie wir in jede Ecke noch mehr Liebe bringen können. So. Das hier ist eigentlich immer einer der schönsten Orte des Wunderlands gewesen. Das war die letzten 10 Jahre unser Putzmittelraum. Also eigentlich muss man sagen, das Traumturmzimmer mit diesem Blick in die Speicherstadt war von Putzmitteln bewohnt. Wir haben jetzt so die erste Idee, dass wir hier wie so ein altes, richtig schönes Zugabteil, Holzvertäfelt, wie ein Orient Express oder wie so einen schottischen Zug machen und dann hier rundherum wie so einen geräumigen, holzvertäfeltes Riesenabteil machen. Mit einem großen Tisch? Ich bin mir da noch nicht sicher. Vielleicht auch ein paar kleineren. Und das wäre halt total toll, wenn wir hier in diese Holzvertäfelung dann einfach auch so Szenen von so alten, schönen Zugreisen irgendwie reinbringen können und kleine Details verstecken. Also ist eine kleine Küche drin mit einer Aufwärmsache, Mikrowelle, Wasserkocher, Spüle, ein Wickeltisch, wo Windeln da sind. Und dann gibt's halt 2 große Sessel und eine Lampe, wo einfach sich Mütter oder Familien zurückziehen können, um zu stillen. Und das wäre total toll, wenn wir da, sei es zum Beispiel an diese Säule rein oder da oben, überall noch so ein paar kleine, witzige Familienchaos-Szenen oder sowas reinbringen. Einfach so. Irgendwas, was man entdecken kann, wenn man da sitzt und stillt zum Beispiel. Oder beim Wickeln. Es gibt halt so viele Sitzplätze und das ist so verschachtelt. Das ganze Wunderland ist verschachtelt. Das da vorne ist Argentinien, die USA, Knuffing, dann die Provence, Frankreich, ein Kinderabteil da hinten, dann noch die ganzen anderen Abteile. Dass wir vielleicht hier so einen großen Wegweiser, wie auf so einer Wandersache, wo so kleine landestypische Leute den Weg weisen und das irgendwie so spielerisch machen. Okay, also auch statt dieser Schilder dann, die sind also ich glaube, wir können hier sogar richtig rauskommen und denen dann so eine Art Wegweiser bauen. Ich glaube auch, dass es sehr gut wahrnehmbar wäre, wenn hier wirklich was steht. Also weil man dann wirklich drauf guckt und wirklich die Schilder liest und nicht einfach so dran vorbeiläuft. Das wäre cool. Und dann Mini-Szenen drauf, Hier sind wir ja quasi an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Und das hier wird dann der kleine italienische Bereich. Hier kommt noch so Neon-Reklame ran mit Pizza, Pasta. Ein bisschen kitschig, aber irgendwie auch ganz schummrig schön. Noch ein paar Bilder. Und wenn wir dann diese beiden Fenster, die sind ja mehr oder weniger geschützt, dazu nutzen würden, hier einfach noch so ein bisschen witzige, ikonische Italien-Szenen irgendwie einzubauen. Irgendjemand, der mit der Vespa langfährt, ein Pizzabäcker, so ein paar der Wolken aus so Nudelnestern, wo dann so eine Vespa von einer zur anderen fährt oder sowas.
In den nächsten Wochen bauen wir noch die anderen kleinen Szenen ein, zum Beispiel die Nudelwölkchen mit den Vespa-Fahrern kommen ins andere Fenster. Da ist uns nur gerade aufgefallen, dass uns eine Scheibe fehlt. Dann werden noch andere Szenen entstehen, zum Beispiel für den neuen Wickelraum, für das neue Turmzimmer. Das wird ein Orient-Express-Abteil. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war's nämlich schon. Und bis zum nächsten Mal.